Die Themen im heutigen Zocker-Lounge Wochenrückblick sind: Karteneditor für Diplomacy is not an option, GTA 4 Remaster angeblich kurz vor Enthüllung, The Precinct hingegen auf den Spuren von GTA 2, gute wie schlechte Nachrichten zu Anno 117, da Ubisoft weiterhin rote Zahlen schreibt, Achievements für die Siedler neuer Allianzen und der Deutsche Computerspielpreis wurde in Berlin verliehen. Dieser Wochenrückblick wird euch auch diese Woche von meinem Partner Instant Gaming präsentiert. Bei Instant Gaming erhaltet ihr in der Regel alle Videospiele zum Teil deutlich günstiger als auf den Hauptplattformen und könnt so jede Menge Geld bei eurem liebsten Hobby sparen. Meine heutige Kaufempfehlung an euch ist das brandneue The Precinct, dazu aber gleich noch mehr. Im grandiosen Diplomacy is not an option verteidigt ihr euch gegen tausende anstürmende Gegner und erlebt hier ein sehr intensives Echtzeitstrategiespiel, welches durch sein Spielprinzip ideal für Spieler ist, die sich einfach gerne einbunkern. Mittlerweile hat der Titel auch schon seine Vollversion erreicht und wurde jetzt noch on top diese Woche um einen gelungenen Karteneditor erweitert, der sich super einfach bedienen lässt, euch aber gleichzeitig genug Möglichkeiten gibt, neue Belagerungsszenarien zu erschaffen. Obendrauf gibt's den Titel bei meinem Partner Instant Gaming für gerade mal 3,50 € zuzüglich Mehrwertsteuer, also unbedingt mal reinzocken. Steht uns vor GTA 6 ein frisches Remaster von GTA 4 ins Haus? Das zumindest wurde im GTA-Forum geleakt, die für gewöhnlich ganz gut informiert sind, was bei Rockstar Games so hinter den Kulissen abgeht. Laut dem Insider Tats2 wird nämlich an einem Port für die PlayStation 5, Xbox Series XS und wahrscheinlich auch für die Nintendo Switch 2 gearbeitet. Von einer Remastered-Version wird zwar explizit nicht gesprochen, man kann aber davon ausgehen, dass so ein Port entsprechende Verbesserungen mitbringen würde, wie man es auch erst vor kurzem bei den 3 GTA 3 Teilen gemacht hatte. GTA 4 erzählt die Geschichte von Niko Bellic, der den amerikanischen Traum in Liberty City sucht. Dabei ist Teil 4 düsterer, schmutziger, roher und hat auch ein paar Spielmechaniken, die besser als im Nachfolger sind. Stichwort Fahrzeugverhalten. Averno City is losing the war on crime. Entire neighborhoods are in the grip of gang violence. Wir bleiben beim Thema GTA, wechseln aber das Setting und auch das Spiel. Denn diese Woche ist mit The Precinct eine Polizeisimulation erschienen, die sich klar an den guten alten Top-Down GTA-Teilen orientiert und auf den ersten Blick daher auch direkt an GTA 2 erinnert. Im Gegensatz zu GTA tauscht ihr hier aber die Rollen und spielt den Polizisten Nick Coppell Jr., der frisch aus der Akademie kommt und direkt ins kalte Wasser geworfen wird. Das Ganze fühlt sich erfrischend anders an und bockt ohne Ende, weswegen ich euch den Titel unbedingt ans Herz legen möchte. Bei meinem Partner Instant Gaming bekommt ihr ihn auch verdammt günstig, nämlich für gerade mal 18,30 € zuzüglich Mehrwertsteuer und damit mal wieder verdammt viel Spiel für verdammt wenig Geld. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr dabei zusätzlich diesen Kanal hier massivst. Daher wie immer vielen Dank. Looks like that perp has been taken into custody. They're doing something at Warehouse 6. I'm going in. Mit Erscheinen dieser News sind es nur noch roundabout 24 Stunden bis zum großen Anno 117 Gameplay Reveal. Genauer gesagt fällt das Embargo zum Spiel am Montag, den 19.05.2025 um Punkt 18 Uhr. Neben der Presse um GameStar und Co. durften auch die deutschen Creator wie Maurice Weber, Radlerauge und Walle den Titel bereits vorab passend in Rom anspielen und werden euch dann entsprechend sehr viel mehr zum Aufbau-Highlight verraten können. Das Ganze war mir zwar nicht vergönnt, ich werde euch aber im Rahmen meiner Möglichkeiten am Dienstag auch hier in den Anno-News auf dem Laufenden halten. Bei aller Euphorie sollte an dieser Stelle aber nicht untergehen, dass Ubisoft den Release-Zeitraum im aktuellen Quartalsbericht eingegrenzt hat. So soll Anno 117 im Geschäftsjahr 2025/2026 erscheinen und damit nicht mehr zwingend dieses Jahr. Das Ubisoft-Geschäftsjahr geht nämlich immer bis Ende März des Folgejahres. Hoffen wir mal das Beste.
Wir bleiben aber gleich bei diesem Quartalsergebnis, welches weiterhin kein gutes Gesamtbild für Ubisoft zeichnet. Denn trotz angeblich super erfolgreichem Assassin's Creed Shadows hat Ubisoft deutliche rote Zahlen geschrieben, was das Ganze sofort wieder in ein ganz anderes Licht rückt. Dementsprechend fiel die Aktie auch erneut um 20%. Deshalb hat man jetzt auch weitere Einsparmaßnahmen angekündigt, ohne hier weiter ins Detail zu gehen. So sei die Kostenstruktur zu teuer, weswegen in den nächsten beiden Jahren mindestens 100 Millionen Euro an Fixkosten eingespart werden müssen. Dass das Ganze nur mit weiterem massiven Stellenabbau vonstatten gehen wird, sollte klar sein. While another lives in the darkness. I found it. Da verwundert es dann, dass tatsächlich doch noch jemand an die Siedler Neue Allianzen zu arbeiten scheint. Denn die Steam-Version hat vergangenen Mittwoch aus dem Nichts ein kleines Update erhalten und verfügt nun über diverse Achievements. Ob durch den Patch noch andere Dinge behoben oder verbessert wurden, geht aus der minimalistischen Meldung allerdings nicht hervor. Übrigens spielen Neue Allianzen laut SteamDB immer noch 40 bis 150 Spieler gleichzeitig, was natürlich vernichtend wenig ist, aber immer noch deutlich mehr als zum Beispiel das komplett gescheiterte Stormgate. I'll take care of it. Last but not least wurde diese Woche auch der Deutsche Computerspielpreis 2025 vergeben. Die 800.000 Euro Preisgeld verteilten sich auf ein Dutzend Kategorien, wovon alleine 100.000 Euro für das beste deutsche Spiel vergeben wurde. Dieser Preis ging dieses Jahr, wenig überraschend, an Keen Games mit Enshrouded. Der Titel konnte außerdem bei Beste Innovation und Technologie gewinnen. Studio des Jahres wurde diesmal das Berliner Team von Megagon Industries, von welchem ich ehrlich gesagt noch nie vorher was gehört hatte und auch deren Spiel Lonely Mountains Snow Riders mir absolut gar nichts sagt. Einen erneuten Skandal konnte man beim Spieler des Jahrestitels dieses Mal Gott sei Dank umschiffen, indem der Titel nicht an den kontroversen Streamer Stay ging, der mit Gaming so viel zu tun hat wie die Siedler 5 mit Siedler. Den deutschen Computerspielpreis in der Kategorie Spielerin des Jahres gewinnt Steinwallen! Hingegen ging der Preis an Steinwallen, was hoch verdient ist, da er abseits von simplem Zocken mit seinen historischen Analysen so viel mehr zu bieten hat. Daher auch Gratulation von meiner Seite, du bist ein Guter. Bestes internationales Spiel wurde Split Fiction, das beste Audiodesign ging an Odd Dada und bestes Game Design an Dronefall von den Grizzly Games. In diesem Sinne, euch allen ein schönes Restwochenende, schaut euch unbedingt mal The Precinct an und kommt gut in die neue Woche, in welcher sich sicherlich alles um Anno 117 drehen wird.